Ein neuer Stern am Mitsubishi-Himmel. Ja, das 2020er Modell, das 2020er Modell ASX, brandneu. Der zuverlässige Kompakt-SUV, diesmal in einer gehobenen Ausführung mit Teilledersitzen. Er ist gerade auf dem Hof gefahren, er hat sogar noch ein paar Folien noch mit drin. Und ja, hier steht er jetzt in Saarbrücken bei Autoreiter. Hier ist Thomas Reiter. Grüß dich, Thomas. Ja, hallo. Ja, es gibt noch einen großen Bruder. Wie heißt der? Das ist der Outlander. Der Outlander, ja, da ist er jetzt. Zielgruppe hier ist wahrscheinlich der leicht erhöht sitzen möchte, aber der ein schönes Fahrzeug haben möchte mit einer guten Rundumsicht. Ja gut, der ASX ist halt eben der klassische Kompakt-SUV in der Größe, sage ich mal, in der sogenannten Golfklasse. Nicht so groß wie jetzt der Outlander, also man bekommt überall Parkplatz, ist also sehr handlich, also ein ideales Auto für die Stadt mit erhöhtem Sitzen. Ja, es ist ja auch eine Preisfrage, sage ich mal. Wer Mitsubishi haben möchte, der so im SUV-Look ist oder der ein SUV ist, ganz klar, der liegt hier schon bei 19.990 €, hat eine Sonderaktion. Ja, die Sonderaktion ist für die Einführung von dem Fahrzeug, weil wie gesagt, das Auto ist brandneu. Das ist der ASX in der Intro-Version, der geht schon los ab 19.990 €, zuzüglich halt eben die, je nachdem, Metallic-Lackierung und die Nebenkosten. Ja, also er hat immer 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 Kilometer. Da gibt es auch Details, die gibt es unter mitsubishimotors.de/Garantie. Das ist ein schönes Argument. Das heißt, ist die Garantie denn übertragbar, wenn ich das Auto verkaufe? Ja, sicher. Die Garantie ist also nicht kundebezogen, sondern fahrzeugbezogen. Das heißt, wenn ich das Fahrzeug rein theoretisch nach 3 Jahren verkaufen würde, hat das Auto immer noch 2 Jahre Herstellergarantie. Weil das ist keine Garantieverlängerung oder eine Versicherung, sondern eine echte Herstellergarantie über 5 Jahre bis die 100.000 Kilometer. Ja, eine echte Werksgarantie. Was sind denn die Vorteile von einem Fahrzeug aus Japan mit dem Markennamen Mitsubishi? Das heißt, die Haltbarkeit, die Zuverlässigkeit, ist das ein Thema? Ja, Mitsubishi steht hier für Zuverlässigkeit, ist ja bekannt halt eben, wie gesagt, die Autos sind eigentlich unkaputtbar. Das ist ja so eine spezielle Geschichte von Mitsubishi, dass die eigentlich von der Zuverlässigkeit her wirklich die Zuverlässigkeit bei dem Auto ist sehr, sehr hoch. Ja, ihr macht das Ganze schon sehr, sehr lange. Das heißt, ihr habt Autos, die wirklich alt sind. Sehr, sehr unangenehm für euch. Die Autos gehen wirklich, also ihr habt wirklich 20 Jahre alte Mitsubishi hier stehen. Gerade die Jäger, die fahren ja, die haben da gar keinen Stress mit. Ja gut, Mitsubishi ist ja dafür bekannt. Wie gesagt, wir machen Mitsubishi schon seit 85. Also ich bin jetzt seit 34 Jahren oder über 34 Jahren Mitsubishi-Händler. Und da gibt es Fahrzeuge, die wirklich also schon weit über 20 Jahre alt sind. Die laufen immer noch, die Fahrzeuge, selbst mit hohen Kilometerlaufleistungen. Die sind also wirklich unkaputtbar. So, wir fangen mal an. Da ist ein neuer Motor drin, der hat jetzt 150 PS. Ja, der Mitsubishi, der neue ASX, hat eben eine stärkere Motorisierung. Das ist jetzt inzwischen ein 150 PS oder 110 kW Motor, ist ein 2 Liter. Ist ein Aggregat, was wir auch in anderen Modellen verwenden, wie zum Beispiel im Outlander ist der Motor drin. Und der große Vorteil zu dem Vorgängermodell mit der etwas weniger PS-starken Variante ist halt eben, dass es ihn jetzt in der Variation auch mit CVT-Automatikgetriebe gibt. Ja, das ist ein sehr, sehr erprobtes, tolles Automatikgetriebe. Was es jetzt auch gibt, der Hang zur Automatik, das war ja nicht immer so. Schalten war ja früher Männersache, ja, aber es wollen immer mehr Leute Automatik, oder? Ja, Automatik ist halt eben jetzt gerade bei dem Verkehr auf der Straße eine ideale Sache. Mit Stop-and-Go-Verkehr und so weiter ist Automatik einfach bequem und zuverlässig. Und da hat sich die Zeit ein bisschen gewandelt, wäre die Automatiknachfrage schon sehr hoch. Ja. So, wir machen am besten mal hinten auf, dann schauen wir mal hinten rein. Das Thema ist ja auch immer, ich sag mal, Platz, Kofferraum. Wie kompakt ist der Wagen ungefähr? Das heißt, wir sind hier rund 4 Meter? Ja, der ist so knapp an die 4,20 Meter in der Geschichte, also ein bisschen größer ist er schon wie 4 Meter. Vom Raumangebot her ist es halt eben dieses typische Kompaktmaß, hat halt eben den Vorteil als Kompakt-SUV, dass man sehr hochladen kann. Der Kofferraum ist variabel, Sitze kann man 2/3, 1/3 umklappen. Hat hier noch 2 Ebenen zusätzlich noch, wo man noch Sachen verstauen kann. An der Seite noch Ablagen. Was interessant ist auch, ich habe hier die Möglichkeit auch noch mit den Zooösen, die an der Seite eingebaut sind, alles nochmal zusätzlich zu sichern. Zusätzlich noch ein bisschen was einhängen oder sowas, ein bisschen sichern an Ecken, wenn man was transportieren will, dass das nicht so durch den Kofferraum fliegt. Ja.
So ist es. Aber hier kriege ich ja bequem einen großen Einkauf rein. Ich kann da auch alles direkt umklappen. Hier haben wir jetzt eine Teillederausrüstung. Das ist jetzt schon eine gehobene Ausstattung, die für 1999 ist auch schon einiges drin. Also die Basisausstattung ist schon, ich sag mal, umfangreich. Die Basisausstattung als Intro-Version ist schon sehr umfangreich. Und hier steht jetzt ein Intro Plus. Das ist jetzt nochmal ein Schüppchen mehr. Der hat also noch ein paar Ausstattungsdetails mehr, wie Teilleder zum Beispiel. Und die ganzen Sachen sind bei ihm hier noch mit dabei. So, schauen wir uns mal ganz kurz um. Ja, typisch dieser, ich sag mal, der japanische Geruch. Das ist so, wenn du einsteigst, der hier hat diesen Neuwagengeruch, das ist ganz typisch. Du steigst ein und sagst, das hier ist ein japanisches Auto. Ja gut, woran du das riechen tust, weiß ich jetzt nicht so genau. Ja, gut, du machst das seit 35 Jahren. Aber ich kenne keinen anderen Geruch, aber der Geruch ist halt eben ein neues Auto. Die riechen halt eben immer ein bisschen klar. Ja, ich habe nämlich das Gefühl, es gibt ein Deo wahrscheinlich, was nach japanischen Autos riecht. Hier vorne sieht man das Automatikgetriebe, was mit drin ist. Sehr, sehr erprobt, muss man sagen. Funktioniert tadellos. Ja klar, funktioniert tadellos. Man kann halt eben ganz normal im Automatikmodus fahren. Hat er noch Schaltwippen am Lenkrad, die hier verbaut sind, wo ja noch von Hand schalten kann. Also da ist nichts Langweiliges. Berg runter, wenn ich mal zurückschalten will. Richtig, ganz genau. Ist von der Warte aus also nichts Langweiliges. Das macht schon richtig Spaß. So, den gibt es auch als Vierradversion, muss man sagen. Das hier ist jetzt ein Zweirad? Das hier ist jetzt ein Zweiradmodell, aber es gibt ihn auch mit Allrad. Die Version ist auch verfügbar. Hier vorne, ja, wir steigen gleich mal kurz ein, dann gucken wir mal von der anderen Seite. Ja, riesen Navi, darauf gehen wir gleich mal ein. Wenn du mal kurz den Motorraum mal öffnest, schauen wir uns mal innen um. Denn das ist wahrscheinlich das, was der Kunde am wenigsten zu sehen kriegt, denn die Fahrzeuge sind nahezu wartungsfrei. Ab und zu muss man mal einen Ölstand gucken. Wie sind die Wartungsintervalle bei Mitsubishi grundsätzlich? Wartungsintervalle sind also jährlich halt eben, muss die Wartung durchgeführt werden oder alle 20.000 Kilometer. Thomas, hier ist noch viel Platz. Ja gut, ist also sehr mechanikerfreundlich, also man kommt noch überall bei. Der Motor ist nicht versteckt hinter irgendwelchen Abdeckungen, ist also vom Wartung da ist eine Abdeckung. Ja schon, aber hier innen drin sieht man schon den Motor direkt, man findet ihn. Also sehr, sehr gut zugänglich und ist also deswegen von der Wartung her sehr einfach zu warten und nicht wartungsintensiv. Ist auch ein Motor mit Kette, kein Zahnriemenwechsel mehr. Was hat das einen Vorteil? Die stellt automatisch nach? Ja gut, die ist wartungsfrei, man muss also dort nicht irgendwie noch einen Wechsel vornehmen, ist also sehr kostengünstig. Echt? Also das heißt, die muss nie gewechselt werden? Die muss nicht gewechselt werden, nein, ist auch innerhalb von der Garantie mit drin enthalten, ist ein ganz normales Garantieteil, ist also von der Wartung her vollkommen wartungsfrei, ja. Wir sprechen ja von einem Auto, was auf Dauer gebaut ist. Das heißt, in japanischen Autos sagt man ja nach, die Japaner wissen, was sie tun. Als sie irgendwann mal in den 80er Jahren auf den Markt kamen, waren es ja die Japaner, die gestartet sind, oder? Ja, richtig. Also von der Warte aus, also von der Zuverlässigkeit her, gibt es mit dem Auto keine Probleme. Der ASX ist ja auch schon lange auf dem Markt. Der ist immer weiterentwickelt worden. Das hier ist jetzt die neueste Version. Also der ist erprobt. Und ist das ein Facelift oder ist es ein komplett neuer? Ja gut, es ist ein neues Auto. In dem Fall klar, ich meine, in dem Sinne ist es schon ein bisschen Facelift, aber eigentlich ist das Auto neu. Ist ein neues Auto. Komplett neu. So, da ist es. Ja, mach nochmal zu. Dann zeigen wir mal kurz hinten was ja wichtig ist, weil das könnte ja auch, obwohl es ja ein kompakter SUV ist, könnte ja auch ein Family-Auto werden. Ja. Wenn man jetzt mal mit 17 Kindern auf den Sportplatz fährt. Hinten habe ich so eine schöne, man sieht es jetzt so ein bisschen, ich habe so eine Sonnenbrille hinten eingebaut, dass wenn die Kids mal unterwegs sind, die Sonne blendet nicht direkt. Und ich habe richtig schön Platz. Steig mal bitte ein. Ja. Haben wir nämlich hier. Ha, du bist jetzt ein bisschen größer. Wie groß bist du? Ja gut, 1,75, das hält sich im Rahmen. So, wenn du mal so lieb bist, mal oben mal mit der Hand drüber fährst, oder deinen Kopf. Ja. Da ist richtig viel Platz noch und du passt jetzt auch noch rein bei 1,75. Rein, vom Sitz her ist da noch Platz nach vorne, ja. Dominierend im Innenraum ist dieses riesengroße Display. Thomas, mach mal bitte an. Ich will mal sehen. Das heißt, ich brauche keinen Schlüssel mehr hier in dem Auto. Nein, in der Version als Plus hat er halt eben diese Keyless-Geschichte dabei, das heißt also, man braucht keinen Schlüssel mehr, Schlüssel ist in der Tasche und ich kann das Auto halt eben dementsprechend dann starten. Ja, Riesentasten, hier brauche ich nichts zu suchen, oder? Nee, das heißt, ist alles sehr übersichtlich, also das Display ist sehr groß, also wie man das heute so hat in dem Fall und ist auch in der Version als Plus-Version mit Navigation dabei, ist TomTom basierend. Und vom Radio her habe ich, wie gesagt, die klassische Radiofunktion und halt eben TomTom und halt eben DAB Plus ist also auch möglich.
So, prima. Also Digitalradio ist mit eingebaut. Das heißt, ich kriege ganz viele Sender, die ich nicht groß suchen muss, die deutschlandweit da sind. Ich habe ein Komfortlenkrad. Mach mal bitte gerade. Das mal sehen. Das heißt, ich kann alle wichtigen Funktionen direkt vom Lenkrad aus steuern. Ja, es ist Bluetooth, also einmal meine Telefongeschichte. Ich kann Lautstärke regeln, ich kann die Sender wechseln. Ich habe auf der anderen Seite hier dann den Tempomat, den ich darüber bedienen kann. Ist alles im Lenkrad angeordnet. Ja, ich gucke mal ganz kurz aufs Cockpit. Auch das ist übersichtlich. Es gibt ja so diesen 8-Sekunden-Test, wo Leute einsteigen, die müssen dann irgendwas finden. Ich glaube, das dürfte Mitsubishi gewinnen, oder? Ja, definitiv. Das ist alles sehr übersichtlich, wie man es halt eben auch kennt. Klassische Rundinstrumente. Die Anzeige sind eindeutig. Also das ist von der Keine Experimente. Also wirklich klassisch gut abzulesen. Ja, schön ist auch hier in der Mitte ganz große Becherhalter. Da merkt man, dass das Auto wahrscheinlich auch in Amerika verkauft wird. Ja. Mach mal hier in der Mitte bitte auf, sodass man sieht, auch hier habe ich große Ablageflächen. Was mir aber am meisten gefällt, ist die Armauflage. Ja. Denn es gibt viele Leute, die wissen nicht, wo sie mit dem Arm hin sollen. Das ist hier kein Thema, ne? Ja. Ja, das sind alles so Kleinigkeiten, die man hat. Ich habe einen Griff zum Aussteigen da, der ist, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt, wenn ich mal einsteigen will, das ist mit dabei. Und ja, ansonsten ein sehr geräumiges, tolles Fahrzeug mit wirklich viel Platz in der Mitte und mit dem ich auch mal einen kleinen Einkauf oder auch mal einen Umzug machen kann. Ja. Ja, Thomas, steig mal aus, dann machen wir die Abmoderation und da ist er, der brandneue ASX. Jetzt in einem Sondermodell, das werden wir gleich noch mal kurz erfahren. Der Name des Sondermodells heißt? Intro-Edition. Intro Plus. Oder? Intro und Intro Plus, diese beiden. Intro und Intro Plus, ja. Hier vorne haben wir ihn. Ja, günstiges Modell inklusive Mehrwertsteuer, 19.990 €, kann man auch leasen, kann man was in Zahlung geben. Ihr habt besondere Aktionen, da muss man einfach mal kurz nachfragen, je nachdem, was es gibt. Ja. Es lohnt sich da auch schon mal, ich sag mal, sich zu informieren. Wie ist das bei der Rückgabe? Das heißt, wenn ich jetzt ein Auto habe und will das in Zahlung geben? Ja gut, die Zahlungnahme ist bei uns kein Problem. Müssen wir konkrete Angebote machen, einfach mit dem Gebrauchten vorbeikommen, machen eine Bewertung und da kann man auch ein Auto in Zahlung geben. Man kann sehr günstig über die MKG Bank finanzieren. Wir haben sehr günstige Finanzierungsmodelle. Da gibt es also auch schon vom Zinssatz her mit 0% Zinsen Modelle, aber das muss man individuell kalkulieren. Okay, klasse. Farbe, wenn ich ihn jetzt bestelle und sage, ich hätte gerne eine andere Farbe, Lieferzeit? Ja, Lieferzeit kommt jetzt ein bisschen auf die Ausstattung an. Ich sage mal, das eine oder andere ist innerhalb von 6-8 Wochen lieferbar. Ansonsten muss man halt eben so 2 Monate, 3 Monate kann man schon je nachdem rechnen. Ja, die kommen ja aus Japan wahrscheinlich mit dem Schiff rüber, nicht mit dem Flugzeug und die müssen auch erstmal gebaut werden und ihr könnt wahrscheinlich auf Poolfahrzeuge zugreifen, die schon konfiguriert sind. Ist ja auch so, dass es jetzt nicht so wie vielleicht bei Volkswagen 5000 Möglichkeiten gibt, sondern ihr habt Basisversionen und die sind schon relativ voll ausgestattet. Oder? Also wir haben Aimo haben wir, wie gesagt, die normalen Standardausstattung, die Standardversionen. Im Moment haben wir es sehr stark konzentriert auf diese Intro-Editionsmodelle, weil die für den Kunden sehr günstig sind und auch sehr gute Ausstattung schon haben. Die Fahrzeuge sind auch von der Verfügbarkeit relativ schnell verfügbar. Wir haben auch einen gewissen Vorlauf von Fahrzeugen, wo wir schon geordert haben. Aber das muss man individuell dann dementsprechend sehen. Ja, großer Wurf, Autoreiter findet man wo? Also einmal hier in Saarbrücken in der Kurt-Schumacher-Straße und in Rehlingen-Siersburg. Da bin ich schon seit über 34 Jahren ansässig, an der Windmühle 7, direkt am Ortseingang. Ja, seid im Meisterbetrieb, habt ganz viele Meister, macht auch Motorräder. Also das heißt, kann man gut mit gutem Gewissen kaufen, Probefahrt am besten mal machen. Ja, vielen Dank Thomas Reiter vom Autohaus Reiter und ich bedanke mich für das nette Interview und eine erste Sicht auf den neuen ASX 2020. Alles klar, vielen Dank. Ja, tschüss.